Caravan-Salon Düsseldorf 2023. Wir sind in Halle 4 bei Tabat. Neben mir die Sabrina. Hallo Sabrina. Hallo, ich grüße euch. Erzähl mal, du bist von AMC Schmidt. Was machst du da genau? Ja, ich bin Geschäftsführerin in der AMC Schmidt. Ihr kennt uns ja schon über die Videos. Und heute möchten wir gerne vom Caravan-Salon aus euch mal die Neuheiten dann zeigen. Genau, ein brandneues Modell, der Pantiga. Was macht ihn so neu? Was macht ihn so neu? Der Pantiga ist jetzt tatsächlich komplett neu. Der ersetzt jetzt den Vivaldi in Zukunft. Den Vivaldi gibt es 2024 in der Saison nicht mehr. Und er überrascht halt mit komplett neuen Grundrissen, der Ausstattung. Lasst euch mal überraschen. Ja, wir haben eine Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus von 6,78 Metern. Das ist die Nutzlänge. Das ist die Nutzlänge. 8,83 Meter bis mit der Deichsel zusammen. Das heißt, wir haben hier schon einen ordentlichen Wohnraum, eine ordentliche Länge und da lässt sich bestimmt gut leben, oder? Genau, das ist jetzt ein Familiengrundriss. Das Fahrzeug gibt es noch eine Stufe kürzer. Ja. Hier jetzt mit Aufbaubezeichnung 655. Lasst euch mal vom Innern überraschen. Ja, wir haben einen Grundpreis. Hier, wie er da steht, kostet er rund 40.890 Euro im Grundpreis plus die Sonderzubehörsachen, die jetzt hier auf der Messe mit ausgestellt werden, wäre bei 54.583 Euro. Hat eine Masse von dem Chassis von 2,5 hier jetzt mit ausgestellt, also 2,5 Tonnen und hätte eine Zuladung von 615. Das ist schon betrachtlich und beachtlich für so einen Familiengrundriss. Das ist sportlich. Was mir auch auffällt, ist hier diese schöne Glitzeroptik, da schlägt mein Herz natürlich höher. Und von außen auch eine sehr schicke Gestaltung, muss ich sagen. Der Floh geht einmal drumrum. Ich gucke mal, ob wir einmal drumrum kommen. Oder ist da noch ein Fahrzeug nebendran geparkt? Nee. Hier natürlich standardmäßig kann man hier die Gasflaschen unterbringen. Aus welchem Material ist die Das ist jetzt alles im Endeffekt Glattblech, wie man das so schön sagt. Er hat jetzt halt die Optik mit dieser schönen Perforierung, so ein Farbton, so ein bisschen ocker, gelb. Also er macht einiges daher in seiner Glattblechfunktion. Es zeichnet auch dann dieses Blech den Pantiga halt aus. Und hat dann halt aufgesetzte Fenster, hat aber auch lange Fenster, was ja mehr so aus dem französischen Sektor her immer bekannt ist. Schönes Fahrzeug, schönes Design, Dekor, super. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir ins Innere. Was mir auch gut gefällt, sind die weißen Felgen. Das sieht ja auch richtig edel aus. Extra breite Aufbautüre, jetzt sind natürlich schon Gäste drin. Es ist knapp 10 Uhr, der Caravan-Salon öffnet um 10 Uhr und viele kommen dann pünktlich hier rein, um natürlich die Ersten zu sein. Wir können ja hier immer noch so ein neues Aufkleberchen hier mit drauf. Man erinnert an die 70 Jahre Tabat. Und dass Tabat auch noch Handarbeit irgendwo ist, findet man dann im Innern dann auch noch mal einen kleinen Hinweis jetzt für 2024 mit drauf. Das ist eigentlich recht schön gemacht, ja. Aber das große Fenster gefällt mir auch richtig gut. Ich bin gespannt, wie es von innen wirkt. Ja. Wir können ja ein bisschen vom Äußern noch mal jetzt gerade in Obacht drauf geben. Serviceklappen ganz normal, wie man die kennt, mit gewissen Zubehörsachen über den Katalog dann auch buchbar. Das Heck, die Heckpartie, Tabat hinterlüftetes Dach, das ist den Tabatianern ja auch bekannt. Ja, wer Tabat gefahren ist, der fährt für immer Tabat, oder? Würde ich so behaupten wollen, ja, tatsächlich. Wir müssen jetzt ein bisschen unterscheiden. Es gibt Fahrzeuge, die haben jetzt da in dem Pantiga das Dionic-Chassis von Knott unten drunter. Und einige Fahrzeuge haben halt auch dann in dem Moment nachher das Alco-Chassis. Das müssen wir tatsächlich dann einfach per Fahrzeug dementsprechend uns anschauen. Und was ist der Protec Frame? Was bezeichnet das? Die Frame-Technik ist jetzt eine ganz neue Technik. Die wurde jetzt die letzten Jahre erprobt. Frame ist in Kunststoff im Endeffekt auch. Ganz genau
lasse ich mich jetzt auch mal nur überraschen, wie es halt beim Kunden auch noch ankommt. Die ganze Zeit eigentlich bei der Firma, oder Unterfirma, wie man es nennt, bei Knaus mit in den Fahrzeugen involviert. Da kennt man es eher her schon. Und GPS-Ortungssystem ist schon serienmäßig mit dabei. Das heißt, falls es dann doch mal geklaut wird, es kommt vor, also es gab ja eine Zeit, da wurden besonders Wohnwägen wirklich en masse geklaut. Ja. Und so kann man das Ganze immer noch mal zurückverfolgen, oder? Korrekt, genau. Das kann der Kunde dann eine Flatrate, nenne ich es jetzt einfach mal, über den Velocate-Anbieter halt erwerben. Ich sage immer wie eine Lizenz beim Handy. Die gilt im Besitz des Kunden dann ein Leben lang, so wie er das Fahrzeug dann hat. Und bei Diebstahl kann das Fahrzeug dann auch geortet werden. Und in dem Moment kann man auch einen Steckbrief hinterlegen für das Fahrzeug, sollte es mal verloren gehen, dass man das der Polizei direkt übermitteln kann. Man kann ein Geocache-Fenster sich auch an den Orten stellen, wo das Fahrzeug abgestellt ist, mit aufs Handy spielen. Und wenn das Fahrzeug dann dieses Geocache-Fenster verlässt, bekommt man eine Information. Also es ist eine schöne Sache. Ja, ich bin gespannt auf das Innere. Dann, ja, dürften wir? Alles gut. Ja, wir dürfen rein. Dankeschön. Dann geht's jetzt auf hinein. Und wow, also Wow, ja, das soll der Effekt sein, der das ist ja Wow-Effekt. riesig. Ja, wir kommen im Wohnzimmer in dem kleinen Einraumapartment. Und hier haben wir echt eine Sichtachse bis komplett nach hinten. Der Schlafbereich sieht ja auch richtig schick aus mit der Schaut mal. indirekten Beleuchtung. Wahnsinn, oder? Boah, Ich war sehr angenehm überrascht über das Fahrzeug. Wir haben es ja Sehr, jetzt sehr auch das cool. erste Mal mit dem Grundriss dann gesehen und wahrgenommen. Also wirklich toll. Hier kann man mit der großen Familie doch mal sitzen, auf den jeden Tisch Fall. ausklappen. Also Also der Tisch lässt sich natürlich noch erweitern, sodass man da wirklich mit, ich würde mal sagen, da 3 Personen, hier auch locker 3 Personen, 6 Personen sind hier auf jeden Fall gemütlich mit dabei. Dann an Betten haben wir da drüben das Bett und das Elternbett im Endeffekt. Hier kannst du noch zur Not irgendwas umbauen. Das 3er-Etagenbett kannst du noch wählen, dass du 3 Kinder mit unterbekommst. Dann wäre das unterste Bett ganz unten, dann im Mittel und eins oben. Schönes großes Bad, große Kleiderschränke für Stauraum, was ja immer wichtig ist. wow, also ein richtiges Großfamilienfahrzeug eigentlich. Drehen, nochmal drehen, weiter drehen. Da, jetzt haben wir es. Wow. Ja, der Schrank ist auch richtig, richtig groß. Das heißt, auch die Kleider von der ganzen Familie kommen hier auch gut unter. Und dann schauen wir uns noch das Badezimmer an. Da bin ich auch schon ganz gespannt. Also hier haben wir auch noch einen Schrank. Hier haben wir noch einen richtig? Schrank, genau. Drehen wir mal. Auch hier viel Platz, geht auch richtig tief nach hinten. Und hier haben wir eine separate Dusche. Sogar Vielleicht eine kann das- Komfortdusche, eine mit Kunststoff, nicht nur mit einem Vorhang. Ja, ich finde, so Vorhänge sind immer ein bisschen komisch. Ne? Dann ist so eine fester Verschluss ist dann doch angenehmer. Und natürlich, da sind bestimmt auch Schränke, oder? Ja, wie gehen die auf? Einmal Touch, einmal drücken. Jawohl, Touch. Also mit Touch gehen die Schränke auch auf. Wow. Und hier das Waschbecken. Natürlich auch noch viel Stauraum hier versteckt. Was man ja für die Familie meist braucht, wenn man mit so vielen Personen reist. Ja, also ich denke, da sammelt sich schon viel an Klein- und Großkram an. Und hier hast du das Bett gesehen, Flo? Ja. Hier können sogar also man kann es noch erweitern, dass bis zu 3 Betten hier sind. Das heißt, wir haben eine locker 5-köpfige Familie. Plus, wenn du sagst, das hier kann man auch noch umbauen. Hier kann man wirklich mit ganz vielen Personen drin Und am Fernseher siehst du, hast du auch noch einen Stauraum. Also du kannst im Frühjahr und wenn du losfährst, vieles verstauen, was du nächstes Jahr im Frühjahr wieder findest. Ja, auch viele schöne Details, wie hier diese Stoffverkleidung und natürlich die großen Fenster, die machen auch noch mal ein richtig schönes Raumgefühl.
Dann haben wir hier die Küche, was Genau. natürlich auch nicht fehlen darf, wenn man für 5 Personen oder mehr kocht. 3 Gaskochfelder. Ja, das ist aber eine Option im Endeffekt, was du hier siehst. Weil normalerweise ist das Fahrzeug schon auf die Elektronik ausgelegt und hat ein Induktionskochfeld mit dabei. Und das hier ist eine Folgeoption, wenn man dann tatsächlich auch nochmal auf Gas möchte. Sowohl als auch. Also elektronisch und auch Gas. Kann man es auch kombinieren, dass man zum Beispiel hat man jetzt schon öfter gesehen, ein Feld mit Induktion hat und 1 oder 2 mit Gas? Das ist tatsächlich leider hier nicht möglich. Okay. Soft-Close-Einzug bis zu 25 Kilo belastbar. Also auch hier kann man ordentlich was drin verstauen und es hört nicht auf mit Stauraum. Hier ist noch Platz. Ja, überall hast du Platz. Wahnsinn. Kann dir mal um die Ecke Also- schauen. Und zumal kannst du auch die Räume voneinander ja noch schön trennen. Ja, stimmt. Hier ist noch ein Vorhang, dass Den man Schlafraum trennen, den Schlafbereich. Schlafraum von den Kindern trennen. Hast du 3 Räume. Also ich finde, für den Preis haben wir hier wirklich ein Top-Preis-Leistungsverhältnis. Denn der Preisfaktor spielt natürlich auch immer noch mal eine Rolle. Ich möchte auch noch anmerken, was für eine tolle Akustik hier drin ist. Durch die gewählten Materialien ist hier super, es schallert nichts, man ist isoliert. Also ich glaube, auf einem Campingplatz, wo es ja auch lauter werden kann teilweise, hat man hier seine Ruhe trotzdem. Tolles Wohlbefinden, ja. Dann haben wir eine Truma Klimaanlage jetzt aktuell ja zum Messepreis. Meistens ist es ja, wer uns immer einschaltet und auch schon weiß, dass die Firma Tabat ja die letzten Jahre immer die Klimaanlagen hat. Entweder Dometic oder Truma, kann man dementsprechend wählen. Hat man die zum rabattierten Preis. Der Dometic zweigeteilte Kühlschrank, wie wir ihn ja kennen, von beiden Seiten zu öffnen. Man muss ja auch ein bisschen für die Familie mit einkaufen. Ja, der ist ja super breit. Also da Mal 5-köpfige umgekehrt, Familie. dass die Kameras auch besser einfangen können. Genau. Ja, ich glaube, dieses Kühlschranksystem hat sich echt etabliert. Das sieht man, also die nur von einer Seite aufgehen, die sieht man immer seltener. Und Dometic ist da eigentlich gut mit dabei, ne? Oben, unten, überall kannst du irgendwo was Überall, hinstellen. also eigentlich... Unter die Sitzbänke. Also es ist wirklich Wahnsinn. Also ich glaube, wenn man hier alle Schubladen aufmacht, dann ist man eine Stunde beschäftigt. Also Wahnsinn. Wie gesagt, für eine Familie eigentlich das optimale Fahrzeug. Fernseher ist natürlich auch mit dabei. Was ich ebenfalls schön finde, ist eben die indirekte Beleuchtung. Das ist mittlerweile auch in vielen so umgesetzt, dass natürlich dann auch nochmal ein schönes Wohn- und Raumgefühl schafft. Die Stoffe gefallen mir auch sehr gut. Die kannst die- du auch dann dementsprechend noch ein bisschen wählen in verschiedenen Farbtönen und Mustern. Gut, dann haben wir den Zuschauern einen kleinen ersten Eindruck verschafft. Wenn man sich das Ganze mal live ansehen möchte, wenn es nicht unbedingt auf dem Caravansalon Düsseldorf ist, wo kann man das Ganze sehen? Letztendlich sind die Fahrzeuge jetzt komplett aktuell neu. Man muss dann tatsächlich die Händler kontaktieren, uns in dem Moment auch. Ja, da würden wir uns freuen, dafür machen wir es ja. Und dann finden wir Mittel und Wege, aber aktuell sind sie halt komplett neu. Da ist noch keins vom Band gelaufen. Okay, und gibt es noch eine nächste Messe, auf der ihr präsent sein werdet, wo man sich das anschauen kann? In Stuttgart. Ja, genau, im Januar wieder in Stuttgart. Also, wenn euch das Fahrzeug interessiert, merkt euch den Januar in Stuttgart, die CMT. Da könnt ihr noch viele andere Modelle kennenlernen. Und ja, vielen Dank. Ich wünsche noch viel Erfolg auf der Messe. Ich danke euch. Und euch danke ich fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ein Like, einen Daumen hoch, kommentiert fleißig und nicht vergessen, abonniert German Television.